Buanji und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns in Sambia. Wir sind Yvonne und René in unserem Toyota Land Cruiser und im Moment gemeinsam mit unseren Freunden Bino und Peter in ihrem legendären Rundtau bei August am Lower Zambezi unterwegs. Doch diese Woche wird's ernst. Der Regen hat uns voll erwischt, aus staubigen Pisten sind rutschige Schlammfälle geworden und plötzlich geht nichts mehr vorwärts. Schaffen wir es, uns aus dem Morast zu befreien oder bleiben wir stecken? Viel Spaß dabei. Schönen guten Morgen, 6:15 Uhr, Game Drive Zeit. Wir versuchen auf jeden Fall jetzt hier nochmal in der GMA ein bisschen rumzufahren und hoffen, dass wir ein paar Tiere sehen. Wir haben entschieden, nicht in den Park zu fahren. Also, die haben ja keinen Zaun und was wir hier nicht sehen, sehen wir im Park auch nicht. Das sind afrikanische Farben. Roter Boden und die satte grüne Pflanzenwelt. Und der August im Vordergrund. Kommt einer von rechts? Nein, frei. Während wir durch die Tiefen der GMA-Region vor dem Lower Zambezi National Park streifen, immer auf der Suche nach besonderen Tierbegegnungen, passiert es plötzlich. Der Himmel öffnet seine Schleusen. Innerhalb kürzester Zeit verwandelt der Regen die staubigen Pisten in riesige Wasser- und Schlammlandschaften. Wege verschwinden, Spuren verlaufen im Nichts und jede Weiterfahrt wird zur Herausforderung. GMA steht übrigens für Game Management Area, eine ausgewiesene Pufferzone rund um den Nationalpark. Hier geht es darum, den Lebensraum der Wildtiere zu schützen und gleichzeitig durch nachhaltige Nutzung wie regulierte Safari-Jagden Einnahmen für den Naturschutz zu generieren. Es ist zwar noch früh, aber wir brechen die Mission Lower Zambezi ab. Es regnet sich gerade richtig ein. Und der Zustand der Piste, der wird sich Genau. definitiv nicht verbessern. Und man hat uns auch schon quasi... Ich meine, das ist der Lower Zambezi, der besteht eigentlich nur aus Fesch alias Black Cotton Soil. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn das jetzt den ganzen Tag regnet, ist einfach, das wird hier immer matschiger. Und ist natürlich abenteuerlich und ganz lustig. Aber die Frage ist, müssen wir jetzt hier den August versenken oder nicht, oder uns versenken? Und ja. Deswegen, wir hören auf, wir drehen um und genießen den regnerischen Tag im Auto in diesem wunderbaren Park oder in dieser Region. Noch ein bisschen, aber wir fahren halt tatsächlich raus. Ich kann euch ja noch nicht mal mit rausnehmen. Das geht ja echt relativ schnell, dass die Löcher, das war vor 5 Minuten, war das auch noch nicht so Das war tief. kleiner eben noch. Aber man konnte eben sehen, es fließt ja von allen Richtungen, fließt das Wasser hierher. Ja, es ist die vernünftige Lösung abzubrechen. Das ist gar nicht so einfach mit 2 Kameras jetzt zu hantieren. Das, was da eben war, war vor einer halben Stunde noch gar nicht. Es war trocken. Hier sind wir jetzt an unserem Ausgangspunkt. Ihr seht, Augustchen rutscht hier ganz schön rum. Wir auch. Nicht nur der August. Also, es war die richtige Entscheidung, umzudrehen. Innerhalb kürzester Zeit hat sich hier alles in eine richtig fette Schlammlandschaft. Oh, 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 oh. Verwandelt. Es fängt
an, dass mir die Worte fehlen. Ah. Und geht's euch da vorne noch gut? Schon ein bisschen spannend, finde ich. Ja, solange es nicht mehr wird. Es ist kaum zu glauben, wie schnell sich alles verändert hat. Und das, obwohl es noch nicht einmal besonders stark regnet. Doch das Gelände ist so uneben, dass sich das Wasser seinen Weg bahnt. Direkt über die Pisten. Was eben noch befahrbar war, verwandelt sich innerhalb kürzester Zeit in reißende Wasserläufe mit unberechenbaren Tiefen und gefährlichen Abbrüchen. Jede Spur kann zur Falle werden, jeder Meter ein Risiko. Für uns ist klar, nichts wie raus hier. Doch dann passiert das Unvermeidliche. Unter dem Gewicht von August bricht die Piste einfach weg. Der Boden, 2 Stunden zuvor fest, wird zur Falle. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt zählt jeder Handgriff. Wir hängen hinten drin. I think we got stuck. Du hängst hier hinten im Loch. Die Frage ist, wenn ich dich an den Haken nehme, aber du steckst ja schon ganz schön drin, vorwärts kommen wir ja auch nicht vorbei, gell, irgendwo. Oder da außen vielleicht. Das müssen wir mal gucken, weil vorwärts wäre wahrscheinlich klüger. Aha, okay. I see. Ja. So, ein bisschen blöde Situation, aber rückwärts müssen wir eine Menge schaukeln. Was ist denn dein Plan? Was hatten wir hervor? So, Ja, vorwärts. Ja, da bin ich da umgekniert. ja, passen mal auf. Ich guck mal, ob ich hier das Gebüsch vorfahren kann. Genau. Das müssen wir schauen. Und da müssen wir das Gebüsch ein bisschen frei machen. Weil rückwärts ist scheiße, da müssten wir den ganzen Dings da abtragen. Geht zur Not auch. Aber hier ist ja eine Tip-Top Straße hier, glaube ich. Ja, wir gehen ganz sicher. Wir haben sicheres Schuhwerk hier im Dschungel. Ja, kannst du die nehmen? Dann kann ich mich irgendwie aufrichten. Ah! Ja, hält doch gleich. Ah! Scheiße, mach mal. Ja. Die Dame hat schon mal weggeschmissen. Was hast denn du für einen Gurt? Ich pack gleich raus. Kommst du dran oder? Ist der Nächste, der sich wahrscheinlich
hinlegt. Das ist eine ganz schöne Nougatpampe. Meine Fresse. Also ich habe es jetzt mal gerade bis hierher geschafft. Ich habe aber auch meine Schuhe ausgezogen, weil die sind endlos versunken und ich bin hier wirklich wie auf Eiern hergelaufen, wie man so schön sagen würde. Müssen wir mal gucken, wie wir den Kerl da rausziehen. René versucht jetzt hier fortzufahren, weil hier ist nämlich ein bisschen ein festeres Stück. Noch. Ja, du brauchst ja ein bisschen Zugkraft. Fertig. Die Reifen sind ziemlich zugesetzt. So, der Peter macht jetzt da nochmal den Ast weg. Da ist halt so eine fucking Wurzel hier unten drunter. Achtung. Ja, alles gut. Bring mich in Sicherheit. Ihr müsst schaffen. Die hat sich verkeilt. Das Blinkerglas ist hier schon weg. Aber so eindeutig die Sachen, die zu viert mehr Spaß machen als alleine. Man muss betonen, er redet immer noch von Spaß. Ich glaube, die Biene ist von Spaß weit entfernt. Lass mal. Das geht noch. Geht noch. Ja. Du, mein Fuß ist da, gell? Dass den Spatzen nicht anrutscht, René. Right of line, die sich jetzt hier hinten Und zieht hinlegt. uns raus. Genau. Die Elefantenkuh mit ihrem frischen Kalb habe ich gerade angedroht. Aber sie ist nicht da. Schau mal genau, was zu tun, aus der Brühe. Die Biene wird unsichtbar immer kleiner. Ja. Stehen lassen. Hier, guck mal, das bleibt da dann irgendwie flacher werden. Genau, das kann das lange nach einem riesen Haufen auch von hier drüben. Auf der Innenseite. Oder was meinst du? Dann brauchen die einen längeren scharfen Stiel. Das schaut ja schon gut aus. Ja, guck mal, von hier drüben ist der Tiefer. Ich will versuchen, dass ich die Differentialsperre mit der Handbremse ein bisschen aktiviere. Das mache ich als erstes. Alter Bisset drin. Und damit schauen wir, ob überhaupt was geht oder ob du überhaupt so viel Grip aufbauen kannst, dass wir da überhaupt ein Stück vorkommen. Die große Frage, die mir ich da gerade stelle, wenn du weiter rüber stehst, da ist Schotter, ne? Ja, hier kannst du schon alle Wohnritzen. Ja, da wird es schwierig. Ich habe jetzt auf der Hinterachse Ja. habe ich noch einen halben Meter Kippung. Okay, gut, das probieren wir mal. B, auf die Seite. Okay. Ich will noch meine Hinterachse-Differentialsperre reinmachen.
So, René muss jetzt erst noch mal das hintere Differential einfahren. Das ist, kriegt er nicht rein. Ja. Versuche Nummer 1. Ide, pass auf! Wow, Entschuldigung. Oh, gut. Fahrt weiter, fahrt weiter. Nein? Stehen bleiben. Ha! Ich hab nicht damit gerechnet. Na, ihr seid Helden. Also, das Erfolgsteam kann ich vorstellen. Biene, Peter und René. Und die Kameraassistentin Yvonne. Weil- Und live dabei. Ich zeig mich auch mal kurz. Lower Zambesi, meine Damen und Herren. Aber weil sie so brav sofort geschaufelt, gemacht und getan haben, Ich kann ein bisschen waschen. da ist das... Nein, Biene, wie kommst du denn darauf? Darf ich nicht einsteigen? Ja, schönes Loch haben wir da. Am Wasserfall. Ja. Wir haben bei uns noch unseren Wassertank voll leer gemacht, den vorderen. Wir haben nämlich jetzt dann quasi gar kein Wasser mehr. Für den geilen Hinsetzer, den du uns geliefert hast, das muss ja Spaß auch machen. Guck mal, die Männer arbeiten am Werkzeug, die Biene arbeitet ja an aus. sich. Das klebt wie Sau, das Zeug. Das sieht ja aus, wie wenn wir beim Goldwaschen wären. Ha? Macht ihr das nicht? Ich dachte, ihr würdet das tun. Ja sicher, aber finden da mal nichts. Kann ja nicht so deppert sein, Hupfingart. So. Da sagen wir es wieder. Das so. So, meine Damen und Herren, das war so ein kleiner Vorgeschmack. Auf das, was noch kommt. Aber jetzt ist alles nass, alles dreckig. Unser vorderer Wassertank ist leer. Der Hahn hat sich wieder geöffnet. Auch da Aber muss was wahrscheinlich passieren. eben erst, als ich mich hier durchs Gebüsch gedrückt habe. Aber Aber das Ergebnis ist das gleiche, es ist nichts mehr drin. Unser Hauptwassertank wird auch nicht mehr so viel drin haben. Das heißt, wir müssten schon versuchen, in einem Rutsch nach Lusaka zu kommen, dass wir in irgendeiner Form uns wieder sauber trocknen. Wir werden verdursten. Komm ich nicht weg. Das war jetzt eigentlich auch alles nur mal so ein kleiner Teamtest. Und hiermit verlassen wir zumindest die GMA. Das Abenteuer noch lange nicht. Nee, ein kleines Flüsschen. Naja, ein Bächlein. Ah ja, Der eine sagt so, der andere so. Aber gerade sagen. es Es ist fällt noch nicht unter die Rubrik Herausforderung bei uns. Also noch mal gucken, was passiert jetzt. wollte gerade sagen, das war hier trocken alles gestern. Es ist nur 24 Stunden her, dass wir hier durchgefahren sind. ist der 24 Stunden. Das ist langen der- ja manchmal 2. Das ist der Wahnsinn, wie schnell das wirklich geht. Ja? Einmal ein bisschen Regen und es regnet ja nicht stark. Das ist ja nicht, dass das jetzt hier runterkommt wie ein Eimer. Das ist ja nur so ein leichter Regen, aber trotzdem ist ja schon alles geschwemmt und geflutet. Und die Piste hat auch sofort hier so weggewaschen. Und halt, wie man sieht, mein Mann macht hier Humphrey Bogart wieder. Es ist extrem slippery. Dazu muss ich dir erklären, was Humphrey Bogart eigentlich bei uns bedeutet. Naja. Das ist diese Lenkbewegung. Scheiße! Fuck! Okay, hier geht was. Genau, also nicht ganz so spaßhaft neben alles. Also Humphrey Bogart, früher in den Filmen wurde immer so furchtbar viel rechts und links gelenkt. Die saßen immer so Die am saßen Steuer. immer so am Steuer und deswegen ist diese Bewegung für uns eine Humphrey Bogart Bewegung. Unser August kommt. Ist euch Renés Bemerkung aufgefallen? Die mit dem Teamtest? Genau da wollen wir euch ein bisschen neugierig machen, denn wir haben neue Pläne.
Wenn ihr wissen wollt, was dahinter steckt, dann lasst uns unbedingt ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Denn 2026 wird ein Jahr voller neuer Herausforderungen und die gehen wir gemeinsam mit Biene und Peter an. Eine Verschiffung? Kein Thema mehr. Und das wird ein Abenteuer, das alles bisherige in den Schatten stellt. Wer eine Idee hat, immer her damit, schreibt es uns in die Kommentare. Die Auflösung des Rätsels kommt dann im nächsten Video. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Kurze Zwischenbilanz eines kleinen Schmutzfaktors hier. Da habe ich ja versucht, meine Füße zu waschen. Ist ja nicht so ganz gelungen. Aber hier ist jetzt alles matschig. Aber was soll man machen? Das war vor allem so richtig gemeiner. Hier sieht man es, der ging gar nicht ab. So gemeiner Nougat. Wir haben Asphalt erreicht, wie ihr seht. Betonplatten eher im Moment. Und rollen jetzt gehen Lusaka mal gucken, wie weit wir kommen. Hier unten ist es so schwül und wir müssen ja einfach unsere Autos komplett entschlammen. So richtig bis in die Tiefe. Ich weiß jetzt schon wieder, dass mein Mann weiß der Teufel, wie viele Schläuche in die Rohre reinstecken wird hier. In die Rahmenlöcher. In die Rahmenlöcher. Das ist gar kein, weil ich jetzt zu so einer Waschbude gehe und hoffe, dass sie einen Dampfstrahler haben und die einmal richtig sauber machen. Dann gucke ich mir das mal an, wie die das machen. Mission 1 ist gescheitert. Sie sind nicht in der Lage, ihre Gerätschaften zu aktivieren, aber jetzt scheitern sie, reparieren nicht und kommen zu uns und sagen, give me money, und sie wollen es anders. Das war jetzt wieder. So. Jetzt sind wir gleich soweit. August pustet und pustet und pustet. Die Damen werden heute Abend Auto waschen. Nimmt da so eine Zahnbürste mit? Das hätte so gern. It's outside of the car. Wir sind jetzt in Lusaka angekommen und haben tatsächlich, nachdem in Kafur kein Strom war, jetzt eine Waschanlage, eine proper Waschanlage gefunden. Und jetzt gehen wir das Thema nochmal an. So, oi, oi, oi. Ich gucke mit euch zusammen das Auto das erste Mal an. Ob ihr es wiedererkennt? Also hier sind noch so ein paar Fingerchen von dir, ne? Und an der Tür auch. Wow! Is it the same car? Ja, so sieht unser Auto aus. Da vorne, diese Flecken, diese Fettflecken sind von, wie ich jetzt festgestellt habe, von Termiten, ne? Die Termitenflecken sind da alle noch dran. Aber so sieht unser Auto frisch geputzt aus. Einen schönen guten Morgen aus Lusaka. Das Wetter ist gerade noch gut und tatsächlich sind die aufgestanden, die zwei Kerle hier, und sofort ans Werk gegangen. 5. Und jetzt so weit oben nicht gehen? Der erste Schnitt wird getan. Hier wird unter sehr erschwerten Bedingungen gearbeitet. Es fängt nicht nur an zu regnen, es fängt an zu gewittern. Ich kann euch nur sagen, die sind sensationell, trotz widrigster Umstände. Es hat immer wieder in Strömen geregnet heute. Sind sie schon mit der zweiten Bahn fast fertig.
Also das ist echt, jetzt haben sie noch das Regentab gespannt, damit sie so einigermaßen weitermachen können, weil es hat wirklich in Strömen geregnet zwischendrin. Aber der August wird sensationell. So, nur zu wissen, wer so ein mobiles Folierungsteam braucht, vielleicht mal auf der Reise. Wir sind weltweit international im Einsatz. Ihr könnt uns jederzeit buchen. Einfach melden, wir kommen vorbei. Bis dann. Diejenigen von euch, die schon länger dabei sind, erinnern sich bestimmt. 2023 haben wir genau hier in Lusaka im Lukasa, unserem Fahrzeuginneren, ein komplettes Facelift verpasst und alles neu foliert. Zwischen Stromausfällen und brütender Hitze haben wir uns da durchgebissen und am Ende ein Ergebnis geschaffen, in dem wir uns bis heute pudelwohl fühlen. Doch jetzt ist es wieder soweit. Diesmal sind Renés Geduld und sein ganzes Know-how gefragt, allerdings nicht bei unserem Fahrzeug, sondern bei August. Und ich darf wieder hinter der Kamera stehen. Und während August im neuen Glanze erstrahlt, steht für uns parallel schon die nächste Aufgabe an. Unser Tempo muss für sein Winterlager vorbereitet werden. Für uns geht es nämlich für einige Wochen zurück nach Deutschland, Zeit, Familie und Freunde wieder in die Arme zu schließen und einmal durchzuatmen, bevor wir dann mit neuer Energie ins nächste Jahr starten, bereit für alles, was noch vor uns liegt. Hier werden die letzten Handgriffe gemacht. August ist fertig foliert, Biene ist fleißig in der Küche und wir sind am chaotischen Einpacken, weil morgen geht's los. Time to leave. Wir fahren. Wir sind fertig, wir sind frisch gefrisiert, geduscht, gemacht, getan. Wir sind einparfümiert. Wir kommen ja wieder nach Europa und unser Auto ist fertig. Innen drin sieht es aus wie, möchte ich nicht sagen, aber wir sind ja bald wieder da. Ihr seid toll! Ihr Lieben, die letzten Kilometer für dieses Mal rollen unter den Reifen von Tembo dahin. Wir können einfach nur sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit von dieser Woche. Wir verabschieden uns für kurze Zeit von diesem Kontinent. Danken euch für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Denkt immer dran, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Lasst uns ein Like und ein Abo da. Ganz viele Kommentare, eure Fragen. Wir beantworten immer alles so gut wir können. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst uns ein Like und ein Abo da. Gerne auch eine Mitgliedschaft in unserem Kanal oder ihr könnt uns auch direkt unterstützen über den Link zu PayPal unter der Videobeschreibung von uns. Jetzt hat sie das volle Marketingprogramm laufen lassen, Leute. Aber was ich noch sagen wollte, genau, wir sind jetzt für ein paar Wochen, fliegen wir nach Hause, um Freunde, Familie, Kinder und alle mal zu sehen, Geschwister. Und dann geht es weiter für uns im neuen Jahr. Und vor allem, wir haben für uns ein sehr spannendes Projekt beschlossen, was wir nächstes Jahr angehen werden. Und freue ich mich schon total drauf. Und das Beste wird sein, ihr seid alle mit dabei. Also in diesem Sinne, bleibt dran und tschüss und bye bye. Bis dann. Ciao. Wenn sich eine Türe schließt, öffnet sich bekanntlich eine andere. Wir blicken mit Optimismus und neuer Energie auf all die Abenteuer, die noch vor uns liegen. Die Zeit mit Familie und Freunden ist für uns ein echter Powerboost, genau das, was wir brauchen, bevor es weitergeht. Denn schon nächste Woche sind wir wieder unterwegs, zurück auf diesem wunderbaren Kontinent. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wenn euch unsere Reise gefällt, empfehlt uns doch gerne weiter. Und damit heißt es, bis nächste Woche, tschüss und bye bye.